Jetzt? Jan, komm zurück! Okay. Lauf mal los. Jetzt? Ja. Du. Moin. Ich hätte gerne ein Bier. Du hast den Koffer. Okay? Stellen wir. Okay. Und es geht weiter. So, hier sind wir wieder im schönen Enschede. Ich bin gestern aus Deutschland zurückgekommen. Ich habe hier in Enschede studiert, wohne hier knapp 5 Jahre an der deutsch-holländischen Grenze. Habe jetzt meinen Arbeitsraum hier im B93, Künstlerkollektiv mit 10 Studios und 2 Artist-in-Residence-Plätzen. Das ist der Showroom, wo wir einmal im Monat eine Ausstellung organisieren für andere Künstler. Unsere Bar, das sind alles Studios und die Artist-in-Residence-Plätze. Allgemeiner Arbeitsraum, das übliche Chaos. Das ist Ralf, Besi. Hallo Ralf. Hallo. Und mein Atelier. Teile ich mir mit Robin. Robin, sag Hallo. Do not put water. No, it's not true. That's not true? Sissy, what a little peach, eh? That's the same what it is. You have to clean your brushes after using this. That's all with water. That's the only thing that's mentioned about water. Feinster Marsch. So, das ist die Papier-Maché-Wurst. Die muss jetzt trocknen. Das ist eigentlich ein Materialexperiment. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem Material,
für diesen Stuhl. Das ist ein älterer Prototyp. Das ist komplett aus flüssigem Polyester und das ist einfach schweinegiftig, das Zeug. Und ich suche halt was einfach umweltverträglicher und günstiger ist auch um es zu reproduzieren. Mit Knochen habe ich auch experimentiert. Das hier ist ein Hüftgelenk von einem Rind. War ziemlich eklig, das abzukochen. Aber das ist ein Material, was es einfach massenhaft gibt und überall weggeschmissen wird. Ebenso wie Papier. Oh ja, und ich will wissen, ob ich den in groß bauen kann. Eventuell mit einem Metallgerüst und Papiermaché. Ja, ich war nämlich selbst recht erstaunt, dass ohne irgendwelche Zusätze die Papierfaser, wenn man die ein bisschen zusammendrückt, das Zeug wird einfach steinhart. Nur Papier und Wasser. So, ich zeige euch nochmal den originalen Prototypen und wie das funktioniert. Das ist die Idee. Man kann natürlich auch das nur so. Das geht ja auch. Cecile ist, macht hier ihre Artist in Residence Zeit und sie hilft mir, einen Film zu machen für meine Website. Das ist der Stuhl, den ich gebastelt habe. So, Cecile, say hello. Hello. I think we can cut it, no? But do you have Oh, you maybe the stick with the music I made? Oh, it's here. Oh no, it was a very small one. From Ralph gave it to me. Oh, it's here. But how long is the sequence? It's like, is it one more or less than a minute? Less. It's 50. But maybe you can once maybe, yeah. try to play it now. And then it looks like a strange. Oh no, but it's very nice because it sounds like the old cinema. Oh no, it's very nice. Oh no, it's great. With the black and white, it's just perfect. Yeah, and complete without yeah, other okay. sound. Dieser Platz ist ein bisschen was Besonderes für mich, weil hier findet jedes Jahr ein großes Festival statt in Enschede. Das sind alles ehemalige Fabrikgebäude von der Textilindustrie übrig geblieben, die in den späten 60er, 70ern hier total eingebrochen ist. Die stehen jetzt unter Denkmalschutz. Und das ist nur ein paar hundert Meter weit weg von dem Platz, wo 2001 hier mitten in einem Stadtteil, wo ich auch wohne, eine Feuerwerksfabrik explodiert ist. Und das Stadtteil ist komplett runtergebrannt. Und das sind einige der letzten Gebäude, die stehen geblieben sind. Auch alte Textilfabriken, das ist jetzt ein Museum geworden. Alles komplett wieder neu aufgebaut. Und gerade diesen Platz habe ich eigentlich gewählt, weil letztes Jahr wir hier ein Projekt hatten von verschiedenen Kunstschulen. Und wir haben in dieser Halle mit eigentlich keinem Budget, aber 20 engagierten Leuten
ein Theaterstück aufgeführt, was eigentlich ziemlich gut angekommen ist. Wir hatten wirklich eine 20 Meter lange Bühne aufgebaut, von da bis da hinten. Man muss sich das so vorstellen, wir waren hier mit 20 Leuten aus insgesamt, ich glaube, 11 verschiedenen Nationen. Leute aus Taiwan, Serbien, Polen, Deutschland, Holland, Israel, Schweiz. Ja, und allein das war einfach schon ein Erlebnis, mit so vielen Leuten hier gemeinsam ein Projekt zu verwirklichen. Für das ganze Theaterstück gab es kein Drehbuch, sondern ja, die Regisseurin hat uns eigentlich machen lassen und Ideen von uns eingesammelt und geschaut, was wir mit dem Gebäude verbinden, was ist an diesem Platz passiert, was werden die Zuschauer oder was verbinden die Zuschauer mit dem Platz. Und das ist ja recht, geschichtsträchtig. Philipp Wienk, 26 Jahre, selbstständiger Möbel- und Interieurdesigner. Kunst ist für mich auf jeden Fall was Universelles. Das muss nicht im Museum oder auch in Galerien hängen und man muss auch nicht denjenigen Künstler nennen, der es macht, sondern ja, ich finde es eigentlich schade, dass so viele Leute Kunst als was Elitäres oder Dekadentes sogar sehen. Ich finde eher, Kunst ist eine eigene Sprache oder nennen wir es ein eigenes Medium, was einfach für jeden da ist. Ob er es nun aktiv oder passiv nutzt. Ja. So, ich gebe die Kamera gleich weiter. Dann fülle ich die letzten 2 Minuten mal mit meinem Aquarellmodul.